English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Der Tag beginnt, wie so oft in Afrika, mit Warten. Ich sitze hier ein bisschen am Hotel rum. 9 Uhr war ausgemacht, jetzt ist 9:30 vorbei. Aber ich denke, sie werden bald kommen. Man muss sie auch gleich in Schutz nehmen. Das ist auch echt dem Verkehr hier in Lomé geschuldet. Da ist manchmal echt kein Durchkommen. Da fährst ja, um durch die halbe Stadt zu fahren, braucht man manchmal über eine Stunde. Das ist furchtbar. Nichtsdestotrotz heute eine neue Folge. Relativ überraschend hat sich das ergeben. Es gibt einen Haufen grüne Mambas hier und der Trapper hatte gestern vorgeschlagen, ob wir heute nicht nach den Mambas mal schauen wollen. Die Chancen wären ganz gut. Also gehen wir heute auf Mamba-Jagd. Habe ich mal gemacht vor, ich glaube das sind jetzt fast 10 Jahre her. Damals waren wir in Togo. Mal schauen, wie es hier in Ghana, andersrum. Damals war ich in Ghana. Jetzt mal schauen, wie es hier in Togo abläuft mit den Mambas. Ich vermute ähnlich, aber nicht sicher. Deswegen heute auf Mamba-Jagd. Hoffen wir, dass wir was finden. Bin ich echt gespannt drauf. Wird bestimmt spannend. Gottlob sind wir angekommen. Zum einen kam mein Trupp dann endlich. Jetzt sind wir hier 2 Stunden spazieren gefahren. Sobald ich hier wieder Internet habe, gucke ich mal auf der Karte, wo wir hier sind. Hinter uns die Mannschaft von gestern. Wir haben hier in so einem kleinen Dorf, was wir hier so im Hintergrund sehen, haben wir angehalten. Da hat unsere Trapper haben ihre Ausrüstung hier hinterlegt. Hier diese Stangen. Das ist wohl die Mamba-Fangausrüstung hier. Ne? Da werden andere Sachen genommen. Okay, die warten auf mich. Die wollen, dass ich wieder einsteige. Also weiter geht's. Jetzt haben wir diese Stöcke geholt. Jetzt sind wir hier wieder ein wenig am Fahren. Ich bin mal gespannt. Ich bin noch nicht ganz schlau draus, wieso es jetzt hier die Mambas hat. Und da, wo wir die Kobras und die Puffotter gefangen hatten, wieso das dann kein Kobra-Gebiet ist, wieso das kein Mamba-Gebiet ist. Was der Unterschied zu hier ist. Ne? Also was ich bis jetzt so gesehen habe, ist, dass es feuchter ist hier. Ne? Wir sind hier an einem größeren Flussfacher vorbeigekommen. Jetzt kommt hier auch so ein kleinerer Bach oder irgendwas hier unten. Also eben das ganze Biotop ist hier feuchter. Macht das wahrscheinlich den Unterschied aus? Werde ich nachher mal fragen. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Also das Ganze hat echt mit Wasser zu tun. Ist natürlich toll, dass mir das keiner vorher gesagt hat. Ich habe meine relativ guten Turnschuhe an. Da hätte ich mal lieber andere Schuhe mitgenommen. Die präparieren hier die Gerätschaften. Gucken wir uns gerade mal an. Also irgendwelche langen Stöcke. So ein bisschen angelähnlich kommen die mir vor. Jetzt kapiere ich das ein bisschen mehr. Das ist so der Schnappverschluss. Ja, er zieht dran. Das Ding klappt zu. Okay, interessant. Naja, dann geht's mal los. Ich habe gerade gefragt, ob ich meine Schuhe da lassen soll. Erzählen die was mit Wasser bis zur Brust. Also, Schuhe bleiben da. Also, gehen wir barfuß Schlangenfang. Das habe ich mir. Das wäre schön, wenn sie das vorher gesagt hätten.
Also, das ist wohl der Fluss, an dem sich die ganze Sache hier abspielt. Immer wieder was Neues. Das Tolle ist, dass sie einfach nie irgendwie richtig erzählen, was man macht. Ne? Wie gesagt, ich war schon in Ghana, waren wir schon Mambas jagen, aber das war ganz anders, das war eine Farm. Okay, jetzt erklärt sich das hier. You can. Yes, Oh, take off, yes. you taking. No. Wobei, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir irgendwelche alten Schuhe mitgenommen und wäre einfach mit den alten Schuhen durchs Wasser gelaufen. Wenn ihr sehen würdet, wie ich hier rumeier, ihr würdet euch kaputt lachen. Ja, weil hier sind natürlich auch Steiner im Wasser. Das Herlaufen gerade hat es nicht besser gemacht. Es ist scheiße heiß. Mir rennt die Soße runter. Ich muss das SCH-Wort muss ich weglassen. Also Kinder bitte alle weghören. Ich habe nichts gesagt. Es ist extrem heiß, würde ich sagen. Oh, mir tun meine Füße weh. Leute, wir sind gerade eben da auf dem Weg hierher gelaufen, barfuß, bis ich auf die Idee kam, mir meine Schuhe wieder bringen zu lassen. Und jeder, der das kennt, bei über 30 Grad auf dem heißen Sand zu laufen am Beach, ne, kennt ihr bestimmt alle. Da brennen einem die Füße ab. Und ich komme hier aus dem deutschen Winter, da bin ich das schon zweimal nicht gewohnt. Ja, das ist ja ein wenig so eine Sache von Gewohnheit. Und jetzt brennen mir die Fußsohlen. Also die gute Nachricht. Entweder gewöhnen sich meine Füße dran oder der Boden wird sandiger, aber irgendwie fühlt sich jetzt alles ganz okay an. Cool ist die ganze Sache. Habe ich noch nie gemacht. So eine Aktion. Von dem her ist das echt was Neues. Und jetzt guckt mal hier unsere, habt ihr gesehen, unsere Chasseurs, die laufen alle mit Schlappen rum. Ja? Hoppala. Wird immer tiefer. Ui. Natürlich aufpassen, mein Handy habe ich ja in der Hosentasche. Aber oberclever natürlich, wenn ich das Handy in der Tasche habe. Also zwei interessante Sachen passieren da vorne. Zum einen sind unsere Fänger am Rumschleichen. Also irgendwas sehen sie im Baum. Okay, und zum anderen spielen da hinten die Kinder. Ja, wenn man ein Stück weiter schaut. Ja, also das sind keine 20 Meter weg. Hein? Il a sorti. Il est ici? Il est hier. Ey, tatsächlich. Tatsache, guck mal da oben am Stock. Also ich muss meine Trapper wieder loben. Die sind der Hammer, ne? Also die muss man erst mal entdecken hier am Baum. Und die finden die echt, ne? Ich weiß nicht, ich bin nicht ganz sicher, wie die Reichweite, die hat. Filmen ist ja immer gut, aber
Ich weiß ja nicht, wie nah die an mich ran kann. Also scheinbar geht es nicht weiter. Und jetzt schaut mal hier. Also hier hängt die Mamba im Baum und hier vorne ist das ganze Dorfleben. Ne? Hier schwimmen die Kinder im Wasser. Ja, also das sind 30 Meter, 20, 30 Meter. Und da oben haben wir tatsächlich die Mamba. Aber ich muss es nochmal sagen, ich habe ja die Kinder hier von weitem gesehen und dachte, naja komm, da wird jetzt die nächsten 100 Meter erstmal nichts passieren. Und wirklich genau vor den Kindern hängt die Schlange im Baum. Ne? Das gibt es ja gar nicht. Es ist aber wohl echt so, also das weiß ich von damals noch, dass die grüne Mamba nicht aggressiv ist. Ne? Also die haut ab. Ich meine, ich glaube, die wenigsten Schlangen sind aggressiv, beziehungsweise die hauen letztendlich immer ab. Aber es passieren auch keine Unfälle, ne? Weil klar, es klettert hier keiner im Baum rum und wenn einer im Baum rumklettert, dann haut die Schlange ab. Oder auch die Arbeiter hier, ne, auf den Feldern und so weiter haben auch keine Angst vor den Mambas, weil die sitzen im Baum und wenn einer zu nahe kommt, hauen sie ab, also dann passiert auch nichts. Damit ihr mich auch drauf habt, hier die Mamba und im Hintergrund die kleinen Kiddies. Okay, die anderen sind ein bisschen besorgt über die Reichweite, wie weit sie vom Stock runter kann. Jetzt seht ihr auch mal hier unser Outfit. Ne? Ich habe hier tollerweise, nach hinten gehen, ich habe hier tollerweise mein Handy noch in der Hosentasche. Das muss auch mal raus. Dann werde ich noch in den Rucksack verbringen. Also so sieht's. Das ist die neue Mamba-Fangmethode hier in Togo. Okay, die Kiddies wissen wohl, um was es geht hier. Die hauen ab und unser Kwame mit seiner Beute kommt. Geht jetzt drum, wir müssen natürlich jetzt irgendwo auf festes Land, damit der Kuma, ich habe den Namen glaube gerade falsch gesagt, ne? Der Kuma muss das Tier ja hier aus der Falle rausholen. Einige sind weg, einige sind mutig, die stehen noch da. Finde ich natürlich auch schön. So. Kriegen wir hier auch ein bisschen vom Leben der Bevölkerung mit. Die Jungs sind weiter am Suchen. Ich weiß zwar nicht, wie sie das machen wollen, weil wir haben ja nur so einen Stock, so wie ich das gesehen habe. Müssen nachher wieder gucken, wie ich mit denen einen Deal aushandle, dass mir diese Mamba natürlich nicht, also ich glaube, gegessen wird sie eh nicht, so ein dünnes Vieh, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die meistens auch nicht wieder rennen lassen. Aber wenn ich dabei bin und den ganzen Trip hier bezahle, dann hauen wir der Mamba natürlich nicht den Kopf ab, sondern dann darf die nachher wieder ab in die Wildnis. Ne? Und wenn wir hier wieder weg von dem Dorf sind, dann ist das hier auch gar kein Problem. Gutes Plätzchen gefunden. Können wir sie nochmal anschauen, hier die hübsche.
Tatsächlich ein wirklich hübsches Tier. Ach, der hat die sogar, der hat die mit beiden Stöcken ist die drin, ne? Mit beiden Fallen. Also ich nehme an, der hat erst mit einer. Und um das Ganze sicherer zu machen, hat er sie mit der zweiten Falle dann auch gefangen. Ja, đúng Ini là bro hùa. Ini là bên à. Ada mah. Ini ukuran ya. Okay, bon. Mau ơi. Nó vào đi. Scorpion teti ava só lo avuli boa, scorpion. Oi. Ah, tá me vire. Por boa. Ele vai boa aí. Ah, é. Usa para chacan. Veket. Enggak sih kayak canan dia. Ah, skemon. Ja eben, die wird schon ein paar, da werden sich schon ein paar Rippen brechen, wenn die da, also hier ist zum Beispiel die Stelle, wo der Ast war. Mal kurz anfassen. Ja doch, ne, also fühlen tut man nichts. Tatsächlich. Ich glaube, die kommt da unbeschadet davon, was natürlich schön ist. Mal kurz das Maul filmen. Da sind die Giftzähne. Jetzt gerade das Gegenteil von der Puffotter gestern. Die Puffotter mit ihren 2 cm langen Hauern. Die hat ganz kleine, aber dafür natürlich viel potenter noch das Gift. Gell? Ich habe mich durchsetzen können. Das Schlänkchen wird freigelassen. Die sagen, die haut schnell ab. Das habe ich mir schon gedacht, dass die in unsere Richtung geht, statt in die andere. Ein bisschen Wasser anspritzen. Also überlegt sich's doch. Lieber weg wie zu uns. Die hat noch mal Glück gehabt. Ne? Ich denke, die nächste, oder wenn ich nicht dabei bin, dann machen sie das nicht. Der Gag ist ja auch die Dörfer, ne, wo sie das, also die sind ja nicht von hier, wir sind ja jetzt von weiter weg. Und die Dörfer erlauben das denen. Ah, ich sehe sie noch da oben. Die sagen ja eben, Leute, geht hier fangen. Ne? Die haben ja die Erlaubnis vom Dorfchef, weil der natürlich froh ist, wenn die Schlangen hier wegfangen. Ne? Und der Dorfchef, wenn der erfährt, dass die Schlangen fangen und dann wieder freilassen, ist dann natürlich nicht so sonderlich erpicht. Andererseits sind wir jetzt wieder, also wir sind jetzt hier einige 100 Meter weiter den Fluss runter. Ich glaube, wir sind weit weg. Ja, schauen wir weiter. Vielleicht finden wir noch was. Aber bis jetzt tolle, interessante Erfahrung. Mamba hat auch ihre Freiheit, alles gut. Und also glaub mir, ich habe die Stellen berührt. Das hat sich alles gut angefühlt, da war nichts gebrochen. Und ich glaube, das sind ja so Bambusstöcke, da ist eine Spannung drauf, aber nicht so, dass die das Tier da ernsthaft verletzen. Also ich bin sicher, wenn ihr mal hierher kommt, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, vielleicht fangt ihr sie dann wieder. Es wird gerade wieder tiefer. Hier, unsere Praktikantin versinkt im Wasser. Ja, was ich gerade sagen wollte, manchmal liegen sie schön da, sonnen sich bzw. schlafen, sagen die. Und dann kann man sie scheinbar schön beobachten und sehen, da hauen sie auch nicht ab.
Vorher mussten sie, oder da waren wir zu weit weg, da mussten sie fangen, bevor wir da waren, weil die doch auf dem Weg war, abzuhauen. Ich fände es schön, vielleicht können wir eine finden. Brauchen sie eigentlich gar nicht fangen. Und dass man sie einfach im Baum sieht, filmen kann. Aber er sagt, irgendwas ist da. Soll leise sein. Tu as vu quelque chose? Ah, da ist was. Ja, seht ihr sie? Sogar größer wie die vorher. Deutlich größer. Ja, die ist viel größer. Die geht ja bis da runter. Da rechts geht es ja weiter. Ja, ich sehe noch keinen Kopf. Ich sehe den Schwanz. Ah doch, jetzt sehe ich den Kopf. Ja, da unten. Da unten guckt der Kopf raus. Ist aber schon erstaunlich, wie man hier in kurzer Zeit wirklich viele finden. Ja, also, was heißt viele? Jetzt schon die zweite, aber wir sind ja hier. Also, ich bin jetzt keine Stunde unterwegs. Habe ich gestern schon gesagt, das kenne ich normal ganz anders. Normal laufen wir wirklich den halben Tag rum. Ah, da vorne kommt sie raus. Seht ihr den Kopf da links? Aha. Ja. Okay. Ja, die gehen zu zweit. Gehen die vor. Der Daddy voraus. Der Junior hinterher. Ja, man hat sie erwischt. Ah, echt ein großes Riesenvieh. Die ist deutlich aggressiver, wie die vorher war. Hat hier gerade in den Ast reingebissen. Naja, aber jetzt macht es nicht mehr. Yeah, now we go down this way, or which direction we go? Same back to the. Same place is no good. We can release here. You can release here, no problem. Huh? You can release here. Yeah? Yeah. We can release here. Yeah. But you like to release here or go to another place? No, if here, okay, no problem. It's okay? Yeah. You can release here. Okay. Okay, das ist wegen die. Okay. Müssen wir aufpassen, dass sie nicht auf uns. Jetzt. Ich glaube, das haben wir vorher ein wenig schlauer gemacht. Jetzt haben wir sie genau über unsere Köpfe, aber naja, die ist scheu, die haut ab. Aber trotzdem läuft jeder zurück. Wir treten den Rückweg an. In der Richtung sind wir gekommen. Wir schauen jetzt natürlich weiterhin, oder ihr seht es ja, die Chasseurs sind immer noch am Schauen, ob sie was sehen in den Bäumen. Aber ich weiß ja nicht, wie scheu oder nicht scheu die sind, wenn wir jetzt hier vorher schon runtergetrampelt sind. Ob es noch was gibt. Aber ich denke, mit den 2 Mambas sind wir gut. Tolle, hübsche Viecher, wirklich unglaublich hübsch. Und da bin ich absolut zufrieden. Da haben sie mich gerade gewarnt. Hier so die kleinen Tücken des Alltags.
So ein kleines Wespennest. Nicht anfassen. Ah, das weiß sogar der blöde Deutsche, dass man kein Wespennest anfasst. Ich muss feststellen, ich bin lernfähig. Am Anfang vom Film mit meinem Aua, 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 wie ich da hinterher geeiert bin. Aber ich glaube, der Gag war echt. Wie gesagt, wir sind hier auf der heißen Straße barfuß hergelaufen. Und ich habe mir echt die Fußsohlen verbrannt. Und das hat dann am Anfang hier im Wasser voll wehgetan. Und jetzt hat sich wohl meine Füße dran gewöhnt und abgekühlt. Ich glaube, ich habe sogar, oder vielleicht habe ich mir da sogar Blasen geholt auf dem heißen Boden. Irgendwie fühlt sich das so an. Aber mit Blasen ist ja so, wenn die erstmal da sind, dann spürt man sie nicht mehr so arg. Und jetzt kann ich hier gut laufen. Wenn man mal guckt hinter mir, die anderen sind, oder der zweite Teil der Gruppe hängt irgendwo ganz da hinten. Und ich kann hier mit unseren Kuma waren sie, gell? Kuma, Donnerstag. Kann ich ganz gut mithalten. Ja. Hallo. Schön ist ja, die sind echt voll nett und freundlich hier immer. Da kommt keiner und macht einen blöd an oder von wegen hier Kamera aus oder so. Liegt der andere hier eifrig am Waschen. Ha? Da sind auch noch welche. Irgendwas gesagt. Ich glaube, irgendwas von Schlange hat er gefragt. Unsere Scouts sind hier hoch. Wieso auch immer. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Die vielleicht jetzt nicht mehr den Fluss zurücklaufen wollen, sondern an Land. Gehen wir mal gucken. Boah, so viel Badeschlappen. Ich glaube, die sind schon am Schlangen suchen. Also die sind ja echt der Hammer, Leute, müsst euch überlegen. Es sind allzu viele von euch werden da nicht irgendwo, oder doch, der eine oder andere wird schon selber Schlangen gesucht haben. Der eine oder andere wird schon irgendwo im Urlaub vielleicht mal jemand engagiert haben, von wegen lasst uns Schlangen suchen, finden, fotografieren. Aber wirklich sehr oft endet man ohne was. Und mit denen hat man mit den, ich wiederhole mich, aber mit Cobra und Gaboon hat man Riesenglück. Und heute auch wieder. Ne? Also wenn wir hier den Fluss runter sind, dachte ich mir, oh ja, wie schön. Tolle Atmosphäre, toll zum Filmen. Und der Mist ist, wenn man so einen Film macht und am Schluss kein Tier findet. Aber wir waren gut. Also von dem her bin ich echt overhappy mit den Jungs hier. Ein Riesenproblem sind natürlich die Straßen. Also wir sind hier nicht irgendwo auf der letzten Dorfstraße unterwegs, sondern das ist im Prinzip, also in Deutschland wird man es als Hauptstraße mal mindestens bezeichnen. Also die Mehrheit der Togolesen lebt in der Stadt. Ne? Klar, das ist also mengenmäßig. Ist da wohl die größte Menge, die da vor allem in Lomé lebt. Und Nono sagt, hier auf dem Land 1/4 bis 1/5 der Bevölkerung lebt, so wie wir es jetzt gerade sehen oder gesehen haben, also in den relativ einfachen Hütten. Wir sind zurück. Oui. Also super erfolgreich. J'ai dit, nous sommes
comment il dit, very successful, comment il dit. Et nous sommes très contents. Oui, je suis très content. C'est parfait. Merci beaucoup à la chasseur. Parfait travail. Merci beaucoup à vous À aussi. la prochaine. Merci beaucoup. Big up. Merci bien. Wow. Perfekt. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristikprodukte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.